Ich habe keine Ahnung, an welchem Gleis der fährt. Wenn jetzt das mit dem Urlaubsexpress nicht klappt, dann muss ich gucken, was für ein Hotelzimmer ich hier in Salzburg finde. Ja, also die einzige Möglichkeit ist es, da oben irgendwo hin zu platzieren und zu gucken, wo er einfährt und dann zu rennen. Da ist er, das ist er. Ist es der? Das ist er, ja. Ja. Guten Abend, das hier hinter mir ist der Hauptbahnhof in Salzburg in Österreich und ich teste mit euch heute ein Nachtzugangebot, nämlich das Nachtzugangebot des Urlaubsexpress. Ich fahre mit dem von hier, von Salzburg, bis nach Koblenz durchgehend, heute durch die Nacht und wir finden mal raus, ob der gut ist oder ob er schlecht ist. Ich möchte als allererstes schon mal darüber reden, wie denn der Buchungsprozess war. In meinem Fall ist es so, dass ich diesen Zug sehr spontan gebucht habe, aber der Buchungsprozess ist kompliziert. Man kann da online buchen, aber es scheint mir so, als ob auf der anderen Seite das nicht automatisch passiert oder automatische Abbuchungen passieren. Das bedeutet, ich buche diesen Zug im Internet und buche den auch kostenpflichtig und im Prinzip habe schon alles abgeschlossen, was ich möchte. Und dann muss ich eine Buchungsbestätigung bekommen und diese Buchungsbestätigung, da muss ich dann überweisen. Und natürlich ist es so, dass ich auch, wenn ich sofort Überweisung gemacht habe, was ich getan habe, das natürlich nicht sofort bei denen auf dem Konto ist. Also habe ich da heute Vormittag, während ich Zug gefahren bin, einmal angerufen und dann hat es auch geklappt, aber eben nachdem ich zweimal mit denen telefoniert hatte. Ich sage mal so, ich glaube, das ist ein Buchungsprozess, der ist suboptimal und dieser Buchungsprozess ist aus meiner Sicht auch unprofessionell. Aber warum muss das denn überhaupt so sein? Ich habe deswegen mal bei Christian Eunhausen nachgefragt, der ist von der Train4You GmbH, die den Urlaubsexpress betreiben. Unsere Fahrgäste buchen in der Regel sehr früh mit einem sehr großen zeitlichen Vorlauf, weil sie quasi ihre Urlaubsplanung mit unseren Zügen koppeln. Das kann man auch alles mit Kreditkarte machen. Wir sind da auch dran. Da sind wir vielleicht auch manchmal ein bisschen hinter der Zeit gewesen, aber es wird in Zukunft auch eine Kreditkartenzahlung geben bei der Buchung, also eine Art Paylink oder sowas. Und so schnell ist es dunkel, ist es 23 Uhr, naja, so 22:30 Uhr. In einer Dreiviertelstunde, 11:15 fährt mein Zug. Aber wir gehen jetzt mal rein, weil ich will ihn auf keinen Fall verpassen und schauen mal, ob wir schon wissen, welches Gleis das ist. Also, ich habe keine Ahnung, an welchem Gleis der fährt. Hier steht auf jeden Fall gar nichts dran. Jetzt gucke ich mal hier noch auf in die DB-App, weil da war der Zug angezeigt. Da steht kein Gleis dran. Da müsste ja Düsseldorf drin stehen. Ja. Ich gucke jetzt mal auf allen Bahnsteigen, weil ich habe ja jetzt zum Glück noch eine Dreiviertelstunde, ob hier vielleicht irgendjemand rumhängt, der Urlaubsexpress ist. Hinten stehen die Railjets. Ich gehe jetzt mal nicht dahin. Also ich glaube, ich muss sich niemandem erklären, dass das ähnlich unprofessionell ist wie das mit dem Fahrkartenkosten. Hier steht auch weiter 23:17 Uhr unter an, oder fällt ab, dran. Muss allerdings sagen, dass sich das auch seitdem jetzt nicht mehr verändert hat. Ich gucke mal, ob ich irgendwo eine ÖBB-Information finde, ob sie mir sagen können, wo ich warten soll. Also gehen wir wieder runter. Jetzt auch mal nach einer Info. Ist hier noch mehr? Infopoint. Der hat auch zu. Also steht halt auch nicht auf dem Fahrplan, aber das ist auch, wundert mich jetzt auch nicht. Ja, also die einzige Möglichkeit ist es, da oben irgendwo hin zu platzieren und zu gucken, wo er einfährt und dann zu rennen. Das ist natürlich, also schlechter geht's ja nicht. Da ist natürlich jetzt der letzte Zug nach München, der Richtung Deutschland fahren würde, außer meinem. Ja? Also danach fährt nichts mehr in Richtung Deutschland. Wenn jetzt das mit dem Urlaubsexpress nicht klappt, dann muss ich gucken, was für ein Hotelzimmer ich hier in Salzburg finde oder hier am Bahnhof penne. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist genau die Angst, die ich als Kunde jetzt habe, weil ich hier sitze und denke, ja, also vielleicht ist das ja einfach ein kompletter Saftladen und die fahren ja nicht über Salzburg, aber ein Ticket haben sie mir verkauft.
In der DB-App steht, er kommt. Und zwar 2 Minuten verspätet. 15 nach eigentlich und 17 nach jetzt Abfahrt. Aber das hat sich seit 2 Stunden nicht verändert. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass da die Daten nicht mehr fließen. Das heißt, er kann jetzt auch schon 5 Stunden Verspätung haben. Und ich erfahre gar nichts. Wir reden hier von dem Nachtzug. Ich kenne es vom Nightjet, der hat auch 1000 Jahre Verspätung manchmal. Das ist jetzt das große Vertrauen. Kommt das Ding oder kommt es nicht? Strand ich in Salzburg oder nicht? Ich meine, so ein Nachtzug hat ja auch nicht nur 1 Minute Aufenthalt. Das heißt, der wird schon, keine Ahnung, eher 5 Minuten hier haben. Guck mal nochmal, ob vielleicht jetzt was dran steht. Ich kann in Frankreich sagen, das ist auch immer nur 3 Sekunden vorher. Also der Railjet ist natürlich interessant für Leute hier in Österreich, aber ich will ja den Urlaubsexpress. Ach Leute, ich weiß jetzt nicht, was ich alles da reinschneide von dem jetzt hier, aber dass die Informationspolitik ist so bescheiden, das gibt's gar nicht. Also dass das noch nicht mehr hier angeschrieben ist auf der Abfahrt. Ja? Also es ist ja noch nicht mal wichtig, wo jetzt genau welches Gleis das jetzt ist, wenn es noch nicht feststeht. Aber der muss drinstehen, damit ich daran glaube, dass der kommt. So glaube ich an gar nichts. So glaube ich an möglicherweise menschliche Fehler. Weil der Buchungsprozess war ja schon total menschlich. Suchen Sie auch den Urlaub-Express? Ja. Ja, ich auch. Ich habe keine Ahnung. Koblenz Hauptbahnhof, oder? Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wo der fährt. Da steht gar nichts. Scheiße. Aber wenigstens sind wir zu zweit. Da ist er. Das ist er. Ist es der? Das ist er, ja. Ich glaube, die Wagen sind jetzt vorne. Ja, das ist er. Was soll es sonst sein? Ja. Ja. Kriegen wir das hin, dass das nächste Mal irgendwo steht? Ja. Es wurde auch nicht angezeigt, aber. Okay. Hier oder? Ich mach mal kurz zu, ich muss mich akklimatisieren. Zum Glück haben wir ihn jetzt bekommen, aber dass das nicht angezeigt wird, ist nicht okay. Das wissen wir alle, oder? Ja, 100%. Das ist schon echt verrückt. Ah. Ich wüsste auch echt nicht, was ich jetzt noch mache bis um 4 oder 5. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich war gerade da, der letzte Zug nach München ist gerade abgefahren, habe gedacht, so, nimmst du den jetzt oder nicht? Aber ich brauche jetzt erstmal kurz frische Luft. Das geht mir genauso, Ja. Das ist so schlimm. Das ist echt schon sollte man schon echt eine Beschwerde schreiben auf jeden Fall. Können Sie sagen, woran das liegt? Die Umstände waren hier ein bisschen besonders. Es war halt der einzige Zug der gesamten Saison, der von Innsbruck nach Düsseldorf fährt über Salzburg. Das war nötig geworden wegen einer Baustelle im süddeutschen Raum. Und normalerweise, wenn wir Salzburg anfahren, zum Beispiel auf unseren Zügen nach Villach, da funktioniert das wunderbar. Da sind wir an den Bahnhöfen ausgeschrieben. Ganz genau wissen wir bis heute nicht, warum das in dem Fall nicht geklappt hat. Das geht dann hier von unserem Büro aus Köln über relativ viele Stationen, bis es dann irgendwo ins Display muss. Können wir uns nur entschuldigen, Panne. Grüße gehen raus an den anderen Fahrgast, der, glaube ich, auch ein bisschen rennen musste. Ja, tut uns leid. Irgendwo ist was schiefgegangen. Guten Morgen. Jetzt ist es kurz vor 6. Ich komme gleich in Koblenz an, hier mit dem Urlaubsexpress. Das, was ich in Rezensionen gelesen hatte, in Hinsicht der Sauberkeit, ja, könnte ein bisschen sauberer sein, ist aber jetzt wirklich nicht schlimm. Ist halt ein alter Zug. So. Was ein bisschen aufgefallen ist, dass in diesem Wagen, in dem ich jetzt bin, 2 Fenster zum Beispiel so ganz, ganz kleines bisschen geöffnet sind, aber dass man die nicht runter oder hoch machen kann. Da ist so ein Spalt weit sind die offen. Die Toilette war komplett funktionsfähig und eigentlich aus meiner Sicht überhaupt
gar kein Problem und hat gut funktioniert. Eine 170 € Experience war das nicht. Finde ich jetzt, kann man schon mal sagen. Und was man übrigens hier diesem Urlaubsexpress auch wirklich zugutehalten muss, ist, dass der super pünktlich ist. Jetzt ist es, wir sind gerade durch Bocholt durchgefahren, jetzt ist es 6:05 Uhr und wir sollen laut Plan um 6:15 Uhr in Koblenz sein. Das halte ich für ziemlich realistisch in der Hinsicht, wo wir gerade sind. Und das ist mal eine angenehme Abwechslung in der Hinsicht, was man sonst so erlebt, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn. Und das, obwohl der auch auf den Gleisen fährt. Ihre nächsten Anschlüsse RB 81 AC Hauptbahnhof über Bullein. Abfahrt 6:25 Uhr von Gleis 9. Bin in Koblenz angekommen und ich versuche das mal nochmal zusammenzufassen. Erstmal Entschuldigung, dass ihr vom Abteil nicht so viel gesehen habt. Das ist, ja, liegt daran, dass ich es nicht filmen konnte, weil da andere Menschen waren. Ich habe so ein bisschen was versucht zu filmen, das ist nicht besonders gut gelungen. Der Komfort war okay, es war ein Liegewagenplatz, den ich gebucht hatte und ich habe einen Liegewagenplatz bekommen. 6 Leute in einem Abteil. Das ist, sagen wir mal, der Standard von damals, von dem Zeitpunkt, wo diese Wagen gebaut worden sind. Da war das normal. Deswegen, das ist, was man bei sowas erwarten kann und das habe ich jetzt auch bekommen. Es gibt da, zumindest habe ich sie nicht gefunden, keine Steckdosen, wo man irgendetwas laden könnte. Also Powerbank ist unglaublich wichtig, sonst hast du nichts. Es gibt einen Laken, es gibt 2 Decken, es gibt ein Kopfkissen. Das ist auch sauber. Ich fand den Liegewagen insgesamt sauber, aber also es ging besser. Ich sag mal so, das ist eine 2 bis 3, mit der wir hier umgehen in Richtung Sauberkeit, in Richtung Komfort. Ja, also nichts, was man herausheben müsste, aber auch nicht, wo ich sagen würde, das ist jetzt der absolute Dealbreaker. Also insgesamt zusammengefasst die Experience im Zug, solide 2 bis 3, die Leute auch nett, die Mitarbeiter dort freundlich. Jetzt kommen wir zum Dealbreaker und der ist die Experience im Salzburger Hauptbahnhof. Oder die keine Experience, weil es ist dort so gewesen, wie als ob dieser Zug überhaupt gar nicht existiert. Nirgendwo gab es auch nur ein Zeichen davon, dass hier ein Zug hält, der Urlaubsexpress heißt und der nach Deutschland fährt. Zu dem Zeitpunkt nirgendwo. Gar nichts. Da musste man sehr darauf vertrauen, dass man hier nicht verarscht worden ist. Und nach der Experience mit dem Buchungsvorgang, dass man da überweisen sollte und so, kam mir doch durchaus der Gedanke, dass ich hier massiv verarscht worden bin. Und dass es gar keinen Zug gibt. Also, wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr abonniert, ein Like da lasst, gerne kommentiert. Ich habe so eine Rezension hier noch nie gemacht. Das hoffentlich hat man nicht zu sehr gemerkt, aber wahrscheinlich hat man es ein bisschen gemerkt, einfach nur, weil ich natürlich nicht so viel vom Zug selbst habe filmen können, weil ich eben nicht die gesamte Strecke gefahren bin und nicht als erster eingestiegen bin, was im Zweifel das ist, was man machen muss, um sowas zu filmen. Merke ich mir fürs nächste Mal. Aber war jetzt natürlich leider genau die Strecke, die ich brauchte. War halt nicht die komplette Strecke. Genau. Abonnieren, liken, kommentieren, sagt, wie es euch gefallen hat, ob ihr auch schon mal mit dem Zug gefahren seid, was eure Experience dabei war. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.